Trommeln und Trompeten sind der Soundtrack des ausschweifenden kulturellen Lebens in New Orleans. Jede Party könnte die letzte sein. Eine Existenz in geborgter Zeit. Denn Stürme, Fluten und schwindende Sedimente bedrohen das Mississippi-Delta. Die Kulisse der toten Bäume könnte sich rasch ausbreiten. Our situation is changing more rapidly than everywhere else in the States. And so we need to be responding to that as a model for what other universities are going to be facing quite soon, I think. We need to know each other as human beings so we can forge collaborations, research collaborations, gatherings, forging relationships with experts elsewhere, which is again is part of why I'm so taken by the Anthropocene Project. Das HKW hat die Elite der Anthropozän-Forschung im River Campus versammelt. Sie sind die Motoren einer Bewegung, in der Natur- und Geisteswissenschaftler zusammenarbeiten. Wenn es richtig ist, dass der Mensch diesen Planeten so stark geprägt hat, dass man dafür geologische Evidenz finden kann, dann muss man dieses Erdsystem als ein gekoppeltes Erde-Mensch-System betrachten. Und damit eigentlich über die Erkenntnisse, die die Geologie gewonnen hat in den letzten Jahrzehnten, noch hinausgehen und versuchen sie zusammenzubringen mit Erkenntnissen der Sozialwissenschaften, der Humanwissenschaften, weil wir sind sozusagen eine globale geologische Kraft geworden. Von New Orleans könnte ein Signal ausgehen, denn die Dringlichkeit ist groß. Das denkt auch das Auswärtige Amt, das den Campus großzügig unterstützt. In Zeiten politischer Eiszeit setzt man jetzt auf Kunst und Wissenschaft in den transatlantischen Beziehungen. Alleine in dem Anthropozän-Projekt sind es 80 Partner. Und wenn das alleine bleibt, dass diese Netzwerke, die da entstanden sind oder die im Entstehen begriffen sind, halten und weitergeführt werden, dann finde ich, ist das ein großer Erfolg, weil im Endeffekt geht es auch hier um Nachhaltigkeit. Es geht nicht nur darum, sozusagen für den Moment ein schönes Bild abzugeben, sondern tatsächlich auch intensiv an den Themen weiterzuarbeiten. Für viele Bewohner im Delta ist jeder Tag Überlebenskampf. Albertine Kimball ist Entenjägerin und wohnt außerhalb des Deichsystems. Ihr Land verschwindet unter dem steigenden Mississippi-Wasser. Die Enten ziehen in den Norden und die Politiker den Kopf ein. Trotzig hält die 58-Jährige die Stellung, 7 Meter über dem Boden. You know, we shouldn't just take the sand, federal government, and put it in the Gulf of Mexico, because I need land here. You need the channel dredged. Maybe we need to get together. We need the channel dredged. And I want the mud. It's liquid gold, girl. It's better than any gold or any money when you can get that sand to build land, because it's instant wetlands when you do that. You're not waiting years and decades to build land. It's very important for sustainability. Because everybody says, well, you know, this is going to go and that's going to go. Yeah, if we let it go. Somebody like me, we're fighting to stay here. Like, I'm the only person who lives here, really. Gekämpft haben auch die Sklaven gegen ihre Unterdrücker. Ihr großer Aufstand von 1811 war jetzt Teil einer Inszenierung des Choreografen Dred Scott. Viele Afroamerikaner wollen die Hoheit über die Narrative zurückgewinnen. Heldengeschichten statt Opferrolle. Die Sklavenzeit prägt die USA bis heute und ist gar nicht so lange her. So my grandfather on my father's side was freed when he was about 16 years old. And he was, you know, taken off to the Civil War for the Confederacy at some point. He then, maybe 1863, he decided to join the Union forces in one of the, what was called African units or infantry units. Die Slave Rebellion wurde blutig niedergeschlagen von deutschen Siedlern, die sich an der sogenannten German Coast niederließen und dazu beitrugen, die weiße Hegemonie in der neuen Welt zu errichten. Die Plantagenwirtschaft war dabei eine Art Vorläufer des Anthropozäns. Die Denkstruktur, die hinter den Plantagen besteht, sowohl Natur wie auch Menschen eigentlich nur auf eine Dimension zu reduzieren. Im Falle der Natur ist es eine Pflanze, zum Beispiel Sugarcane, also Zuckerrohr oder Baumwolle. Im Falle der Menschen ist es ein anderer Aspekt, nämlich nur die Arbeit. Der Mensch als Ganzes zählt nicht, nur seine Arbeitskraft zählt. Auf den ehemaligen Plantagen sitzt nun die Petrochemie. Anders als in weißen Landesteilen darf sie fast ohne Regulierung Emissionen ausstoßen. Die Krebsrate ist die höchste der USA. In der sogenannten Cancer Alley rund um St. James Parish sind 12 neue Fabriken geplant. Betroffen wäre die ganze Welt. If Black Lives Matter in St. James Parish, it can save the entire climate. If we get independent evaluations of these petrochemical facilities in the black areas, we can save those communities, we can preserve our heritage and history, but we can also save the world.
by lowering the amount of carbon emissions that go into the atmosphere. Ohne Emissionen, nur mit Regenwasser und Bagasse, dem Überbleibsel des Zuckerrohrs nach dem Auspressen, schöpft Henna Schalu Papierkunstwerke, die Plastikmüll in sich tragen. Damit verbindet sie die Materialien und Themen des Anthropozäns zu dystopischen Objekten. I do want to get to that place where people are disgusted or kind of seeing themselves in the plastic, or like, you know, I'm using also a lot of pipes, so thinking about oil and gas, and just, you know, that we're in a fossil fuel addicted culture, so we're all sort of implicated. When people say it's beautiful, it's a little bit of an insult, or I'm trying to figure out how to kind of marry the beauty with the like longer burn of like disgusting. Töne des Mississippi. Aufgenommen aus der Tiefe des Flusses mit einem Hydrophon an verschiedenen Stellen des gewaltigen Wassersystems. Monica Holler lässt Menschen tief in die Seele des mysteriösen Stroms abtauchen. Basic sounds can take you into all sorts of systems and structures and design portions of this heavily engineered space. But at the same time, it's like a very simple action, which is just asking people and inviting them to just sit down and be in the sun and maybe lay down and see what your edges are. Die Denkgrenzen verschwinden in der Anthropozän-Forschung. Das ist die Haupterkenntnis dieses River Campus an einem der größten sozialen und ökologischen Brennpunkte des Planeten. An der Mündung des Mississippi versuchen Wissensvermittler aller Disziplinen Wellen zu schlagen, die hoffentlich die ganze Welt erreichen werden.